Kennst du das? Du stehst morgens auf und deine Hüfte fühlt sich an, als wäre sie eingerostet. Jeder Schritt erinnert dich daran, dass da etwas nicht stimmt. Du willst dich bewegen, weißt aber oft nicht wie oder hast schon so vieles ausprobiert, ohne dass es wirklich etwas gebracht hat. Es gibt jedoch gezielte Übungen, die deinem Körper wieder beibringen, sich frei zu bewegen. Ohne ständige Schonhaltung und ohne Angst vor dem nächsten Schritt. Wie das funktioniert und worauf du achten solltest, zeige ich dir in diesem Video. Denn bei Hüftarthrose geht es nicht nur darum, Muskeln zu stärken, sondern vor allem darum, das Zusammenspiel zwischen Muskel, Gelenke und Nerven wieder zu aktivieren. Das nennt sich neuromuskuläres Training. Und genau das kann den entscheidenden Unterschied machen. Es hilft dir, deine Bewegungen zu kontrollieren, dein Gleichgewicht zu verbessern und die Stabilität rund um deine Hüfte zurückzugewinnen. Schritt für Schritt, ganz ohne Geräte. Neuromuskuläres Training bedeutet, dass du nicht einfach nur Muskel aufbaust, sondern dein Körper wieder beibringst, wie er sich bewegt. Bei einer Hüftarthrose verändert sich deine Bewegung oft unbewusst. Du vermeidest bestimmte Positionen, verlagerst dein Gewicht oder hältst dich zurück, um Schmerzen zu vermeiden. Das führt dazu, dass Muskeln rund um die Hüfte ihre Stabilität verlieren. Vor allem die, die dich im Alltag eigentlich schützen und entlasten sollen. Beim neuromuskulären Training geht es genau darum, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich zeige dir jetzt 5 einfache, aber sehr wirkungsvolle Übungen, mit denen du deine Hüfte stabilisieren und deine Bewegungsqualität wieder verbessern kannst. Also, lass uns loslegen. Achte dabei aber, dass die Qualität wichtiger als die Quantität ist. Jede Bewegung sollte kontrolliert, ruhig und bewusst ausgeführt werden. Und ganz wichtig, es ist kein Schmerztraining. Lieber kleine, saubere Bewegung als viel zu viel Druck und danach viel zu viel Schmerz. Und wir legen los, gleich mit der Rückenlage. Für die erste Übung solltest du dich auf den Rücken hinlegen auf dem Boden. Diese Übung ist speziell, um die hintere Oberschenkelmuskulatur zu trainieren, dein Gesäß und auch den Rücken. Die Variante mit den Füßen auf dem Boden, das ist etwas schwerer. Du kannst aber genau die gleichen Übungen machen, indem du deine Beine zum Beispiel auf einen Stuhl drauf platziert oder auf dem Sofa. So, wenn du die schwierige Variante wählst, du legst dich auf den Rücken hin, deine Hände sind auf dem Boden gelegen und als erstes hebst du das Becken vom Boden hoch, bis du in eine schöne Linie bist zwischen Knie, Hüfte und Schulter. Bleib mit dem Becken so weit wie du kannst oben und aus dieser Position solltest du nun abwechselnd ein Bein heben, kurz oben halten, senken und dann das andere Bein heben. Das Schwierigste bei dieser Übung ist, dass das Becken oben stabil und gerade bleibt, währenddessen du einen Fuß vom Boden weghebst und dann langsam zurück und die andere Seite. Versuche ganz bewusst das Becken oben zu lassen. Du wirst merken, nach ein paar Wiederholungen fängst du an, dass das Becken nach unten geht und dann fühlt sich die Übung auch jedes Mal ein bisschen leichter an. Bleib bewusst oben, kontrolliere die Übung hier oben, spann Bauch- und Rückenmuskel an, Ferse drückt ganz bewusst gegen den Boden und dann ein Bein langsam heben. Je näher du das Knie vom Brust bringst, desto schwieriger ist die Übung. Zu Beginn kannst du auch versuchen, einfach das Gesäß oben zu lassen und dann ein Bein kurz wegziehen und dann das andere Bein kurz wegziehen. 5-mal jede Seite, sodass du 10 Fußbewegungen hast. Und dann langsam wieder absenken und das Ganze im besten Fall
2 bis 3 Serien. Wenn du diese Übung durchgeführt hast, dann geht es gleich weiter mit der nächsten Übung. Jetzt solltest du Hüft- und Bauchmuskel aktivieren. Du bleibst auf dem Rücken und dann bringst du deine Beine in 90 Grad in der Luft. Du solltest 90 Grad Hüftbeugung haben und 90 Grad in die Kniebeugung. Bleibe in dieser Position. Wenn dir die Übung zu leicht fällt, schau mal, ob du deine Beine nicht zu nah vom Rumpf rangebracht hast. Je näher deine Knie rangezogen sind, desto leichter ist die Übung. Bleibe in dieser Position und versuche nun, die Ferse Richtung Boden zu bringen. Und dann die andere Seite. Das Schwierigste bei dieser Übung ist, in dem Moment, wo du die Füße runterbringst, fängt am meisten den Rücken an, in Hohlkreuz zu gehen, dass man den Rücken vom Boden hebt. Und das solltest du gegensteuern, indem du deinen Bauchmuskel anspannst. Spann deine Bauchmuskulatur an, versuche ganz bewusst die Lendenbereich gegen den Boden zu drücken und dann langsam einen Fuß absenken Richtung Boden und dann die andere Seite. Ebenfalls bei dieser Übung solltest du versuchen, langsam und kontrolliert die Übung durchzuführen. 10 Mal, also 5 Mal jede Seite, solltest du diese Bewegung durchführen, um sie dann am Ende beide Füße zurück zum Boden. Ebenfalls hier sollen das 2 bis 3 Serien werden. Für die nächste Übung brauchst du nun so ein Gummiband. Dieses Gummiband solltest du an deine Füße direkt oberhalb von deinen Knöcheln fixieren. Je tiefer nach unten ist Richtung Fuß, desto schwieriger ist die Übung. Wenn du die etwas nach oben machst Richtung Knie, ist die Übung dann etwas leichter. Das Gummiband sollte dir einen Widerstand geben für diese Bewegung. Und bevor wir die Bewegung starten, versuchst du als erstes leicht in die Knie gehen. Beweg dein Gesäß nach hinten, so als ob du dich auf einen Stuhl hinsetzen möchtest. Versuche mit dem Oberkörper aufrecht zu bleiben, nicht nach unten beugen, deine Blickrichtung bleibt nach vorne. Und aus der Position gibst du nun einen Schritt zur Seite und wieder zurück. Ein Schritt zur Seite und wieder zurück. Dein Standbein soll stabil und auf dem Boden bleiben und du versuchst, das Gleichgewicht zu halten, weil auch das darf gerne hierbei trainiert werden. Wenn es für dich zu schwer ist, kannst du auch sehr gerne vorne einen Stuhl hinstellen, damit du dich gut festhalten kannst. Führe 10 bis 12 Wiederholungen durch, bleib mit einer leichten Beugung in der Hüfte und dann das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Auf dem Bein bleibst du jetzt stabil, gibst einen Schritt zur Seite, bleibst in die Beugung von Knie und in die Beugung von der Hüfte und kommst dann wieder zurück. Schritt zur Seite, bleib in die Beugung und wieder zurück. Gerne auch festhalten, wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, dann trainierst du auch gleichzeitig hier dein Gleichgewicht. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit relativ wenig Aufwand Übungen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Für die nächste Übung brauchst du so einen kleinen Kissen oder irgendwas, was Instabiles ist. Setz dich auf dem Stuhl hin, am besten auf die vorderen Drittel vom Stuhl. Überkreuze deine Hände vorne am Rumpf. Deine Füße sind beide auf einen Kissen drauf platziert. Du kannst auch eine Sportmatte zusammenrollen. Wichtig ist nur, dass dein gesamten Fuß da drauf platziert ist. Dein Druck, dein Hauptdruck sollte jetzt auf die Ferse sein. Also festen Bodenkontakt, deine Beine sind hüftbreit auseinander. Die Ferse drückst du jetzt ganz bewusst gegen die Matte. Und von dieser Position kommst du nun in den aufrechten Stand. Was sehr viele Menschen machen, vor allem Menschen, die Beschwerden haben, die versuchen, den Rumpf nach vorne zu bringen.
Indem du deinen Oberkörper nach vorne bringst, verlagerst du deinen Schwerpunkt nach vorne. Das macht es für deine Oberschenkelmuskulatur deutlich leichter hochzukommen. Es ist prinzipiell nicht verkehrt, aber wir wollen ja die Muskulatur trainieren. Und um einen größeren Trainingseffekt zu haben, ist es sinnvoll, dass du die Übung etwas sauberer ausführst. Also Oberkörper aufrecht, Hände vor dem Rumpf gekreuzt, schönen Kontakt mit der Ferse auf dem Boden bzw. auf der Matte und von dieser Position kommst du dann in den aufrechten Stand. Achte darauf, dass du im Stehen auch die Hüfte komplett durchgestreckt hast. Viele Patienten mit Beschwerden tendieren immer hier mit so einer leichten Beugung zu bleiben. Du sollst hier ganz bewusst auch das Gefühl dazu zu bekommen, die Hüfte komplett durchzustrecken. Und von der Position gehst du dann halt langsam, bis du dich wieder hinsetzt. Und wichtig ist hinsetzen und nicht hinfallen. Und auch diese Bewegung solltest du 10 bis 12 Mal durchführen und im besten Fall 2 bis 3 Serien durch. Und bei unserer letzten Übung solltest du wieder trainieren, wie man die Treppen steigt oder absteigt. Vor allem Menschen, die Hüftbeschwerden haben, haben bei Treppen besonders viele Schwierigkeiten. Also, als erstes beginnst du, platziere deinen Fuß schön auf der Stufe drauf, so dass der gesamte Fuß Bodenkontakt hat. Der Druck übst du hauptsächlich auf die Ferse. Wenn du von oben nach unten guckst, sollte dein Knie direkt über dein Fuß sein. Weder nach innen abweichend, noch nach außen abweichen. Von dieser Position mit Druck auf der Ferse drückst du dein Körpergewicht nach oben, damit du auf die Treppe aufsteigst. Und als nächstes versuchst du nun langsam und kontrolliert mit der anderen Seite, mit der gesunden Seite, abzusteigen. Hier solltest du ebenfalls achten, dass beim Absteigen, dass dein Knie nicht nach innen abweicht. Du steigst langsam ab, bis du Bodenkontakt hast und bringst den Fuß wieder runter. Dreh dich wieder um und beginn das Ganze nochmal von vorne. Fuß schön auf der Stufe drauf, guten Fersenkontakt auf die Ferse, da solltest du den Druck auch geben. Die Fersenkontakt sorgt auch für eine gute Aktivierung der Gesäßmuskulatur und du bringst deinen Oberkörper oder dein Körpergewicht über das Bein, bis du auf die Stufe drauf bist. Einmal auf der Stufe, achte auch darauf, dass du deine Hüfte komplett gestreckt hast. Am besten machst du die Übung vor einem Spiegel, weil dann kannst du auch nochmal visuell kontrollieren, ob deine Hüfte jetzt gerade ist. Dann steig mit der gesunden Seite langsam wieder ab und achte, dass du dein Knie weder nach innen noch nach außen abweichst. Zu Beginn kann es etwas schwieriger sein, die Übung zu kontrollieren, weil man einfach sich so eine Schonhaltung schon so doll gewohnt hat. Um den wieder zu brechen und normal zu laufen und vor allem dein Gelenk auch wieder zu entlasten, musst du es wieder üben, die Bewegungen sauber durchzuführen. Langsam und kontrolliert lass es zu, dass deine Hüfte und dein Knie sich beugen, damit du die gesunde Seite wieder absenken kannst. Und dann wieder zurück. Das Hoch und Runter solltest du hier von 12 bis 15 Mal wiederholen und das Beste ebenfalls 2 bis 3 Serien. Diese Übungen, wenn sie sauber durchgeführt werden, helfen dir dabei, deine Muskulatur wieder zu aktivieren und aus der Schonhaltung wieder rauszukommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!